Ihr Lieben, oh ja, wir erfahren jetzt eine intensive Transformationsbeschleunigung. Und ja, dies ist bei vielen mit tiefer Müdigkeit verbunden, da sich der physische Körper erst an dieses stark erhöhte Energieniveau anpassen muss. Durch die hohen Lichtenergien, die durch das schwache Erdmagnetfeld vermehrt zu uns kommen, findet eine intensive Reinigung der Zellen statt, um die Biophotonen, das neue Licht, die Lebensenergie in unseren Körper, unsere Zellen, unsere DNA integrieren zu können. Und ja, dieser Prozess ist sehr anstrengend, da es viel Altes zu lösen gilt und das Licht in dieser Intensität zu erhalten. Das Alte aus Jahrhunderten des Chaos in den zellulären Archiven unserer Vorfahren wird gereinigt. Schmerzen, Krankheiten, Traumata, Ängste aus diesem und früheren Leben müssen nun entfernt werden. Und all das geht natürlich mit den entsprechenden Symptomen und starker Entgiftung einher. Verschwommenen Augen, Sinusproblemen, Hörproblemen, Verdauungsproblemen und so weiter. All das sind Reinigungsprozesse. Und dies erfordert jetzt immer mehr Achtsamkeit und selbstbestimmte Unterstützung für unseren Körper. Denn Entgiftung heißt nicht, dass die Gifte auch ausgeschieden werden. Sie werden nur freigesetzt. Und es braucht unsere Unterstützung, dass diese freigesetzten Gifte auch aus unserem Körper gelangen können. Und übrigens, ihr Lieben, Gift kann so vieles sein. Es ist all das, was wir nicht brauchen, was uns nicht gut tut, was uns belastet. Macht, Gier, Hass, genauso wie Stress, schlechtes Essen, Faulheit, Ängste, Wut, negative Worte, destruktive Gedanken und so vieles mehr. Ja, ihr Lieben, die Veränderungen der Sonne und der kosmischen Strahlung, die zu uns dringt, wird stärker. Es heißt, zwischen 2024 und 2026 und darüber hinaus. Und ja, dieses kosmische Licht mit seinen Codes und Informationen ist sehr mächtig und verändert uns grundlegend. Es sind massive geomagnetische und atmosphärische Veränderungen, die jetzt auf uns wirken und auf diese Erde. Extreme Unruhe und Überladungen im Energiefeld. Und das bewirkt natürlich auch bei uns innere Unruhe, Stress, Schwindel und so weiter. Da sich die Frequenzen stark verändern, beschleunigen, intensivieren. Sie fließen, ja, vibrieren mit Hochdruck durch uns, durch unser Herz, unsere Wirbelsäule, unser Gehirn, unsere Nerven, unser Blut, unsere Lymphe, unsere Zellen und Organsysteme. Oh ja, unsere Sensibilität diesbezüglich erhöht sich massiv. Und natürlich können auch die Tiere von den Symptomen betroffen sein, wie auch
Verhaltensveränderungen zeigen, da auch bei Ihnen noch mehr als bei uns die kosmischen Antennen sehr stark ausgeprägt sind. Diese starken kosmischen Lichtwellen öffnen unser kosmisches Herz, unseren Thymus, unser Immunsystem, um uns wieder mit der Resonanz von Mutter Erde zu verbinden. Denn hier ist unser inneres Kind, unschuldig, verletzt, voller Traurigkeit, das sich befreien will, weinen, schreien, um die Lungen, unsere Lebensenergie maximal zu erweitern. Wir werden praktisch kosmisch wiedergeboren, ihr Lieben. Doch unsere Körper können auf diesen massiven Zustrom von Lichtenergien sehr stark reagieren, als würden wir an ein Batterieladegerät angeschlossen und das Adrenalin schießt in die Höhe, sodass es auch Angst und Panik auslösen kann. Unser Körper erbringt Höchstleistungen, ihr Lieben. Und es kann helfen zu wissen, was geschieht, um ihn auch bestmöglich zu unterstützen. Es sind die kosmischen Strahlen, die unseren Körper vom Kopf bis zu den Fußsohlen völlig neu ausrichten. Und all das, während sich unser Bewusstsein erhöht. Je mehr sich unsere Gedanken, Worte, Gefühle und Handlungen mit dem Quelllicht und unserer göttlichen Weisheit verbinden. Ja, es ist der Weg der Befreiung der vielen, den wir jetzt erleben. Der Befreiung aus Macht, Krieg, Hass, Zerstörung, Unterdrückung und Gier in dieser Welt. Und auch wenn viele Menschen glauben, dass die Menschheit direkt aus dieser Zeit des Chaos in das neue goldene Zeitalter aufsteigen kann, das Zeitalter des Friedens, des Einklangs mit allem, so ist dies noch ein weiter Weg, auf dem wir viel lernen müssen. Wir müssen unser Wissen erweitern und lernen, dies auch zu nutzen für das, was wir uns wünschen. Die falschen Wege, die die Menschheit über Jahrhunderte gegangen ist, in neue zu verwandeln. Die Zeit beschleunigt sich immens, sodass wir für diesen Aufstieg nicht nochmals so lange brauchen werden. Tage, Wochen, Monate, Jahre werden als viel schneller wahrgenommen. Und es ist tatsächlich so, wie sich unser Planet schneller dreht und je mehr Licht er erhält. Viele Menschen befassen sich bewusst mit diesem Transformationsprozess und dem, was geschieht. Andere nicht. Doch unabhängig davon, wo jeder mit seinem Bewusstsein steht, wir alle werden jetzt gereinigt. Und jeder spürt die Veränderungen auf körperlicher, geistiger und mentaler Ebene jetzt immer mehr, ob bewusst oder nicht. So viel Erschöpfung ist im Feld wie auch in Mutter Erde. Unterdrückte Emotionen, die plötzlich aufbrechen. Viele suchen jetzt alternative Therapien,
andere nach Ablenkung schaden sich selbst oder suchen Trost und Flucht in Medikamenten und Drogen. Doch nur unsere Intuition, unsere innere Weisheit und fühlende Seelensprache wird uns letztendlich durch diese Zeit führen. Und es liegt an jedem Einzelnen, für welchen Weg er sich entscheidet. Wenden wir uns dem Licht zu, der Energie des Göttlichen. Es lehrt uns, lässt uns wissen und hilft uns, die Herausforderungen zu meistern. Das Magnetfeld der Erde hat 40% seiner Kraft verloren, ihr Lieben. Und das hat Auswirkungen auf alles. Wir bereiten uns jetzt geistig, seelisch und körperlich auf etwas Großes vor und viele spüren das deutlich wie einen Polsprung, der bevorsteht und der uns in eine vollkommen neue Zeit führt. Mit dem starken Neumond in den Fischen hat sich das Portal zur Tag- und Nachtgleiche geöffnet und die Energien sind sehr intensiv. So viel längst Überfälliges will jetzt hervorbrechen, sich zeigen. Und ja, die Energien sind wirklich sehr anstrengend. Und das verrückte Geschehen in dieser Welt tut leider sein Übriges dazu. Ich habe in meinem letzten Video bereits darüber gesprochen, dass wir jetzt teils massive Aufladungen in der Theta-Spur der Schumann-Resonanzen haben, wodurch sich auch sehr viel verändert. Es ist die direkte Verbindung zu unserem Unterbewusstsein. Doch nicht nur in der Theta-Spur gibt es Aufladungen, sondern phasenweise auch in dem Bereich der Hirnfrequenz, die besonders dann aktiviert wird, wenn man über die Herz-Hirn-Kohärenz-Materie kondensiert. Und deshalb sage ich immer wieder, dass wir sehr achtsam sein sollten mit dem, was wir denken, was wir fühlen und wie wir damit umgehen, da es sich bei diesen energetischen Signaturen sehr schnell in der Realität manifestieren kann. Ja, ihr Lieben, es sind sehr viele Gedanken, die so täglich in unserem Kopf herumkreisen. Man sagt, es sind so um die 60.000. Es denkt uns praktisch ungewollt den ganzen Tag. Doch es sind vor allem die Gedanken, die mit einem Gefühl verbunden sind, ob positiv oder negativ, auf die wir bewusst achten sollten. Oh ja, die starken Aufladungen aus dem Theta-Bereich können sehr viel Unterbewusstes zum Vorschein bringen, verdrängte Emotionen aus den Tiefen unserer Seele, was die Stimmung sehr schnell umschwingen lassen kann derzeit. Beobachten, loslassen und vertrauen ist die Devise, auch wenn das Gewohnte immer mehr schwindet und so vieles immer mehr auf und wegbricht in dieser Zeit. Alles scheint sich auf einen Höhepunkt zu bewegen, was an der Natur in Mutter Erde und auch im gesellschaftlichen Geschehen deutlich zu erkennen ist. Alles ist verbunden. Bleiben wir in unserer Kraft,
bleiben wir im Vertrauen, unterstützen uns gegenseitig, verbinden uns mit Gleichgesinnten, reichen uns die Hände. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure Sylvia.